Leo, das hier ist hart. 85.920 minus 9.250 Euro macht 76.700 für den Van Edition Pepper 500 LT. Und das ist ein T6.1 mit Ausbau. Und zwar nicht irgendein Ausbau, sondern ein Knaus-Ausbau. Im Werk von Knaus wird er gebaut. Weinsberg steht drauf. Ja, richtig. Das ist die etwas günstigere Marke aus dem Knaus-Tabbert-Konzern. Genau, aber nicht schlechter. Nicht schlechter. Ein bisschen einfacher alles. Eigentlich auch optimal zum Beispiel für Vermieter. Die sagen, ich brauche da jetzt nicht den Bling-Bling und so weiter. Ohne viel Shishi, genau, aber funktional immer noch. So, Bulli steht drauf. Da ist jetzt allerdings ein Fiat Ducato drunter. Die haben so ein Bodykit von VW drauf gemacht. Richtig, das ist der neueste Schrei. Ne? Das ist die Option, wenn man einen Fiat kauft und einen VW aber haben möchte. Gut, vorne die Bodykits ist aber gut geworden, muss ich sagen. Ne? Nein, es ist wirklich tatsächlich ein T6.1 drunter und auch nicht schlecht ausgestattet. Wenn du guckst hier Full LED. Voll LED-Scheinwerfer mit aktiven Tempomaten, mit Automatik serienmäßig, 150 PS. Also 150 PS Automatik, den Motor, den jeder haben will, den 2 Liter TDI. Richtig. Sehr robuste Motor. Mit Zeig doch mal den Preis, kannst ja kaum glauben. 17 Zoll Leichenteilfelgen. Also 76.700 Euro minus 9.250 Euro. Das ist wirklich hart, denn ihr habt gedacht, die würden euch unterm Hintern weggerissen werden, aber ihr habt natürlich gemerkt, die Zinsen sind gestiegen. Viele Leute, die vielleicht letztes Jahr den noch direkt gekauft hätten, gucken sich die Finanzierungskosten jetzt gerade an und da habt ihr gesagt, naja, wir sind ein alteingesessener Wohnmobilhändler, uns gibt es seit 40 Jahren, wir sind einer der größten Knaushändler. Ja. Wir haben Mengenkonditionen, der Fuhrpark ist bezahlt, wir können das aussitzen. Richtig. So, und da hast du mal ein bisschen runter reduziert. So ist es. Das ist aber Marktwirtschaft, oder? Das ist Marktwirtschaft, so ist, wie sie live und lebt. So, habe ich früher immer gehabt, da habe ich mir im Mediamarkt einen Fernseher gekauft und 2 Wochen später war im Prospekt 300 Euro billiger. Da stand ich dann da, oder D-Mark waren es noch. Oder Schilling, ich weiß gar nicht mehr. So, das ist ein 6-Meter-Auto. 5,99, genau. Ich habe ein sehr kompaktes Fahrzeug, schmal, 2,16 Meter breit, 2,80 circa hoch. Hier habe ich jetzt eine Face-to-Face-Sitzgruppe in dem. Da kannst du bei dem nichts falsch machen, das will man gleich mal zeigen. Der hat ein Heckbart. Stimmt das überhaupt? Hat er ein Heckbart? Seitlich. Seitlich. Ja, ich nenne es mal Heckbart. Aber es ist schon geräumig, dass wir es jetzt sehen. Du hast einen Kühlschrank direkt am Eingang, Heckeinstieg. Heckeinstieg, einen doppelseitigen Kühlschrank, über 90 Liter groß. Kompressor. So, dann hast du hier jede Menge Stauraum auf der Seite. Genau, ich habe eingelassene Fächer. Ich habe gegenüber die Schranktür, die auch von außen zu nutzen ist als Garage. Zeig mal. Ich gehe mal auf die Außenseite. Ich weiß gar nicht, ob das so rumgeht. Müsste eigentlich. Und dann sieht man, wie kann man... Ja, da bin ich. Der hat sogar Zentralverriegelung, guck mal. Das heißt, du ziehst an einem Knopf und beide Schlösser werden gleichzeitig geöffnet. Und hier sieht man natürlich, dass du hier Skier reinmachen kannst. Du kannst hier Falträder reinmachen. Du hast einen richtig großen Kofferraum, auch für hängende Kleidung. Hi. Hi. Du kannst jetzt das... So, kannst du hochklappen. Genau. Dadurch hast du einen riesen Kleiderschrank auf 6 Meter. Das ist schon gut. Als sie rauskamen auf der Messe, da waren viele, naja, aber jetzt, wo der Volkswagen, wo es dem demnächst nicht mehr geben wird, der ist ja, glaube ich, demnächst auch gar nicht mehr bestellbar. Ist gar nicht mehr bestellbar. Ja. Die letzten Kontingente hat sich der Knaus und Weinsberg gesichert. So, ich komme mal zu dir. Die Tür können wir sogar auflassen. Dann haben wir hier ein besonderes Fahrzeugkonzept. Wir haben tatsächlich auf 6 Metern ein Auto, das du absolut im Alltag verwenden kannst als normalen Pkw. Richtig. Mit leichten Einschränkungen. Ich habe natürlich keinen Fiat Panda hier. Gut, ich kann jetzt nicht in die Tiefgarage fahren. Aber Echt nicht? Doch, einmal. Genau, ja. Dann hast du das Bett aus dem großen, den wir eben gezeigt haben, den MAN. Genau, das ist in der Funktion etwas anders. Weil die eine etwas andere Mechanik hat. Das kann ich euch gleich vorführen. Aber es funktioniert in der Praxis. Das Geile Aber ist, es funktioniert im Prinzip
wie gerade beim MAN. Ich muss da was erklären. Also wenn ihr das Auto euch als normales Auto kauft, ja, dann habt ihr mehrere Vorteile. Stell mal vor, ich mache Filmarbeiten im Saarland und nehme das Auto als normales Auto mit. Dann kann ich mir jederzeit eine kühle Cola aus dem Kühlschrank holen, kann im Winter die Heizung anmachen, habe ein vorgeheiztes Auto. Denn die Standheizung ist hier quasi schon eingebaut, könnte mir die Hände waschen, kann hier was zu essen zubereiten, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Bin zum Beispiel jetzt Angler oder Modellflieger, habe einen Club und so weiter, stehe da mal ein Wochenende, da kann ich ihn einfach mitnehmen. Das ist richtig, da kann ich den mitnehmen. So, dann habe ich eine richtige Sitzgruppe, setze ich mal rein. Da könnten wir beide Schach spielen oder Halma. Gut, Halma vielleicht nicht, weil dafür wackelt es zu sehr. Aber du hast eine riesige Face-to-Face-Sitzgruppe und allein das ist ja schon... Aber der Preis, finde ich, als wir den zuletzt gefilmt hatten, da hast du den noch verkauft zum Listenpreis, da ging das noch. Mittlerweile fragen die Leute, ne? Ja, klar. So, und ich finde gut, dass wir da offen drüber reden können, weil es war bisher immer so, dass die Leute gesagt haben, Rabatt, da geben wir noch ein Zierkissen mit dazu. Der Kunde von heute, der sieht das ein bisschen anders, oder? Das sieht er ganz anders, genau. Ja. Der schaut ganz genau nach, wie er sein Geld ausgibt. So. Also, denkt dran, Feger und Welz, einer der größten Reisemobilhändler Deutschlands. Vielleicht nicht der größte, gibt ja welche, die haben Tausende von Autos vorrätig. Vielleicht tun mir die auch ein bisschen leid im Moment gerade. Aber ihr seid schon lange Knaushändler. Eine Besonderheit hier ist, der Tisch ist in alle Richtungen verstellbar. Ja, ich kann jetzt auch zum Durchlaufen, kann ich den hier runterklappen. So, jetzt steige ich ein. Was machst du? Das heißt, Wenn du jetzt einsteigen möchtest, dann drehst den einfach zu mir. Jetzt eröffnet sich hier ein großer Einstieg. Ich kann mich hinsetzen. Das ist ein Pepper. Pepper heißt immer, du kriegst viel Ausstattung fürs Geld. zu essen, sicher. So, was ist denn hier dabei? Ist die Küche dabei? Die Küche ist tatsächlich dabei und selbst der Kühlschrank. So, der Kühlschrank ist dabei, das Bussystem hier ist dabei. Das Bussystem von Knaus übernommen in diesem Jahr. Ich habe den Fernseher mit, ich habe ein Navigationssystem mit, SAT-Anlage ist drauf, Rückfahrkamera, Sonderpolster, Szechuan, Malabar. Was bitte? Malabar. Ich kann kein Spanisch. Nee, das heißt so, das Polster. Das heißt so, ja. Das ist ein Bicolor-Lederstoff. Genau, Ja. Leder, Kunstleder mit eingearbeitet und auch ein Active-Stoff. Was ist ein Active-Stoff? Der ist robuster, abriebfester und nicht so saugempfindlich. So. Wie viele Videos haben wir heute schon? 7 oder 8, glaube ich. 7, Ja. 8, ja. Wir haben noch ein paar vor uns. Du musst etwas mehr... Du musst Gas geben, ne? Nee, nicht Gas geben, du musst so enthusiastischer das Ganze moderieren. Dieser Stoff hat die Eigenschaft, dass zum Beispiel Rotweinflecken problemlos abgewischt werden können. Das weiß ich nicht. Aber der ist schon schmutzunempfindlicher, oder? Der schmutzunempfindlich, ja. Korrekt. Okay. Wenn du mal so lieb bist, mal den Fahrersitz mal drehst, weil da hast du nur darauf gewartet, dass ich das frage. Warte ich die ganze Zeit drauf, genau. Denn ich glaube, die Handbremse ist jetzt elektrisch beim neuen T6.1. Bei dem noch nicht? Bei dem noch nicht, aber das geht. Ja. Okay. So, der hat nämlich Automatik mit drin, der hat Lederlenkrad mit drin, der hat das große Navigationssystem mit drin, Abstandstempomat sehe ich, Ja. hat er mit eingebaut. Ich glaube, du musst einmal die Armlehne runter machen. Dann sollte es gehen. Jawohl. So, und die Besonderheit ist auch noch, es ist ein T6.1 und ich glaube, wenn die jetzt vom Markt verschwinden werden, da werden viele sagen, ich habe mit gehadert, hätte ich mir doch, weil ich glaube, sie werden vom Werterhalt her, wird das richtig gut werden. Und auch vom Platz her, hier ist ein großer Fernseher, ein 27 Zoll drin, Ja. der so platziert ist, werden wir gleich sehen, dass du vom Bett aus Fernsehen gucken kannst. So, jetzt machen wir Haier und da ist eine Besonderheit, also wir beide nicht, aber wenn wir Haier machen würden, dann passiert das wie folgt. Man geht einfach hin und zieht dieses Bett hier aus. Zeig mir das doch mal. Ey, krass, auf 6 Meter. Es gibt noch einen längeren eigentlich als den? Nee, Das ist der längste. das ist der längste. So, also eine eigene Fahrzeugklasse eigentlich. Ein T6.1. Auch nicht vergleichbar. Das Bett gleitet raus und jetzt hast du eine Liegefläche von 2 Meter und knapp 1,30 in der Breite. Und auch hier natürlich für Kleinkinder wieder zu jeder Seite. Hausverschutz. Warte mal, ich zeig das bitte nochmal.
Ich war mit der Kamera nicht drauf. Da ist der Rausfallschutz und richtiges Lattenrost mit drunter. Das heißt, du schläfst hier genauso wie zu Hause. Genau. Was ziemlich genial ist eigentlich, ist diese Fahrzeugklasse. Du hast eine unglaubliche Bodenfreiheit. Wir sind eben mit dem Schwestermodell, das war auch ein 6 Meter, sind wir über eine Offroad-Piste gefahren und haben uns das Ganze angeschaut. Und das Coole dabei war, der Möbelbau war leise. Ja, und das trifft bei dem auch natürlich zu. Kommt ja aus demselben Werk. Kommt aus demselben Werk, ist das ähnliche Konzept. So, dann hast du ein Schwenkbad. Genau. Das ist hier mit drin. Steig ruhig mal ein. Du bist 1,85 Meter. Man denkt ja immer hier T6.1. Da muss ich mich falten. Das musst du gar nicht, denn du hast eine Gasdruckfeder, die hält das Ganze in Schach. Richtig. Und ich habe hier die Tür, also ich arbeite hier ohne Vorhang. Ohne Vorhang, komplett. Ohne Vorhang. Auf 6 Meter. Ja. So, eine Mittendusche. So, jetzt willst du mal aufs Klo gehen. Was machst du? Dann wieder zurückbauen. Mach mal. Das heißt, du ziehst. Ja, erstmal muss man die eine Klappe. Ganz ehrlich, ich finde das System fast noch besser wie das mit der Hochstelldusche. Die Hochstelldusche hat aber eine Bewandtnis. Da können dann 4 Leute bequemer schlafen. Hier können ja auch 4 Leute schlafen. Hier können auch 4 Leute schlafen. Natürlich, man kann auch die Sitzgruppe, den Tisch absenken und mit den Ausgleichspolstern, die hinten im Schrank liegen, natürlich. Das ist kein Notbett unten. Das ist dann kein richtig. Notbett. Das ist eigentlich das Hauptbett. Das Hauptbett. Es gibt das Ganze nämlich ohne das Hubbett. Das ist natürlich auch ohne Hubbett. So, und dann hast du unten das Hauptbett, auch sehr beliebt. Genau. Ist der noch mal ein bisschen günstiger? Der ist natürlich günstiger. Das Bett liegt bei knapp 2000 Euro. Aber ich würde das Bett nicht nehmen, weil das ist Ja, doch. du kannst ja trotzdem hier unten sitzen. Ne? Also ich kann mich jetzt hier Geh mal rein. reinsetzen. Muss ich ein bisschen falten, aber es geht. Es geht wirklich. Krass, das heißt, du kannst die untere Sitzgruppe voll benutzen. Genau. Kannst oben schlafen schon mal, einer. Richtig. Und oben könntest du schlafen. Warte, ich zeige das mal gerade. Dann können wir vielleicht das als Startbild nehmen, dass man das mal sieht. Und das alles im T6. Zuladung? Auch 600 Kilo. 600 Kilo. Und dann hast du hier die komplette Toilette. Also eine vollwertige Dusche im T6.1. Ich glaube, davon träumen die meisten. Ich glaube, das hat nur Knaus so richtig hinbekommen. Das ist auch ein USB von Knaus, ja. Das hat nur Knaus. Aber ein USB ist auch der Kleiderschrank. Also bitte mal das Bett zurückbauen. Das heißt, hat doch richtig hier Stahlaufnahmen. Ja, Also- hier, das ist wirklich robust und fest und wackelt auch nicht. Gut, da dürfen ja auch die entsprechend dynamische Lasten gebildet werden. Man dreht sich ja mal um auf dem Bett oder wackelt mal. So, wird es oben gesichert. Das war's. Das war's. Dann habe ich mein Hubbett und dann kommt der Kleiderschrank. Der ist hinter dir. Genau. Und da habe ich verhängende Kleidung, einen kompletten Kleiderschrank mit Paketchen, allen drum und dran. Aber das ist nicht der einzige Stauraum. Aber auch die ganze Sitzbank mit einer Hand. Wie beim Wohnwagen. Genau. Beheizt. Beheizt. Die zweite auch? Ja, Wie ja. Und die Technik, Heizung, wo ist die? die ist hier. Die ist da. Trotzdem hast du noch ein bisschen Stauraum. Ja, und da passt sonst noch eine zweite Batterie noch daneben. Und Lithium hier ist vorbereitet. Geht? Lithium geht. Lithium Ist geht. optional möglich. Okay. Aber die kosten ja auch nicht mehr die Welt. Das geht bei euch in der Werkstatt? Kann man machen? Es geht in der Werkstatt oder ab Werk. Ab Werk auch. Ja, klar. So. Gut, wir haben ihn gezeigt. Das Wichtigste war natürlich der Preis wieder mal, denn ihr habt es gesenkt. Vielleicht gerade noch die Kochfelder zeigen. Haben wir das auch abgefrühstückt. Also 2 Flammen Kochfeld, Piezo-Zündung. Der Wasservorrat 100? Nee, 68. Ja gut. Plus der Boiler, 6 Liter, glaube ich. 6 Liter, ja. Also 68, 74. 74 Liter Frischwasser. Man reduziert sich aber in so einem Auto automatisch. So ist es. Also ich merke, Dieselheizung. Serienmäßig. Diesel serienmäßig. Diesel serienmäßig, ja. So 76.700 Euro für ein T6 in der Ausstattung, Automatik, Full LED, Abstandstempomat, also richtig schön voll. Gut, ist immer noch eine Menge Geld, aber wenn du überlegst, ein Audi A6 Avant in einer schönen Ausstattung, trotz, habe ich bei Audi-Händlern jetzt schon gesehen, 26% auf Lagerwagen. Verrückt. Habe ich gesehen, kann ich hier schicken. Wahnsinn, ja. Ja, im Verband wurde es rumgeschickt, Fahrradhändler. Ja, merkt man natürlich den Druck, ne? Merkst den Druck, der da ist. Aber das Coole ist, dass ihr alle noch sehr entspannt seid, weil dass sich das irgendwann mal ändern wird, dass ihr nicht nur noch verteilt, sondern auch wieder verkaufen müsst. Das
ist für dich ja nichts Neues. Du bist seit 8 Jahren dabei. Aber so eine Zeit wie vor 2 Jahren hast du noch nie erlebt, oder? Nein. Die habe ich noch nie erlebt, tatsächlich nicht. War auch gar nicht so schön. Ich meine, war natürlich für dich, du wirst auf Provision bezahlt. Ja, werde ich auf Provision bezahlt, aber man möchte auch natürlich jedem Kunden nachkommen und dann Zeit investieren. Und das war in den letzten 2 Jahren wenig möglich. Da ging es eigentlich nur schnell, sonst ist er weg. Es war wirklich so. Also wenn er nicht weg war, dann irgendeiner hat ihn dann gekauft. Aber jetzt, direkt, ja. aber jetzt kannst du richtig Schnäppchen machen. Das heißt, es gibt noch einen Vorteil. Also wenn jetzt einer sagt, ach, da warte ich noch ein bisschen, die werden von Jahr zu Jahr tatsächlich teurer. Und hierbei das Problem, es wird keine T6.1 mehr geben. Richtig, die werden jetzt nur noch in einer gewissen Zahl vorrätig und dann war es das mit dem Kontingent. Wir sind bei Felge & Wels zusammen mit Leo Riedel. Nicht verwandt, verschwägert mit dem Glashersteller. Leider, sonst wärst du nicht hier. Ach doch. Wärst du doch hier. Und das Ganze drehen wir am 15. September 2023. Tschüss.